Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Was für ein hochemotionaler Tag. Als ich gestern in meinem Video gesagt hatte, wir Madridistas müssen heute stark sein, habe ich selber nicht geahnt, wie stark wir sein müssen. Und ich habe es am eigenen Körper gespürt. Als in der 87. Minute die Auswechselbank aufstand, das Schild in die Höhe gehoben wurde und die 10 von Luka Modric erschien, dachte ich eigentlich, ich bin auf alles vorbereitet. Er stellt sich in die Mitte, es gibt Applaus, die Spieler von Real Madrid und Real Sociedad bilden eine Gasse. Zunächst einmal vielen Dank noch einmal an Real Sociedad, dass sie das gemacht haben. Eine tolle Geste von einem tollen Verein, das werde ich euch so schnell nicht vergessen. Luka Modric geht in Richtung Ersatzbank und ich dachte, ich schaffe es. Die Kinder von Luka Modric sind da und die Frau, die Kinder weinen. Ich war vorbereitet, das kannte ich letztes Jahr schon von Toni Kroos. Ich dachte, ich habe alles im Griff. Aber als eben dann dieser Toni Kroos an der Seitenlinie seinen Freund, seinen Bruder Luka in Empfang nimmt, da war es um mich geschehen. Ich konnte nicht mehr, ich habe geweint wie ein Schlosshund. Viele im Livestream von euch haben mir erzählt, dass es euch zu Hause genauso ging. Also die Emotionen haben mich gepackt, ich konnte nichts dafür. Und für diejenigen, die das verpasst haben, ein kleiner Tipp, schaut es euch an. Denn stellt euch mal vor, wie emotional dieser Moment gewesen sein muss, dass sogar ein Florentino Perez geweint hat. Das habe ich noch nie gesehen. Ja Leute, wie gesagt, hochemotionaler Tag, Luka Modric, Carlo Ancelotti, Lucas Vázquez, Vallejo. Über jeden Einzelnen werde ich ein bisschen in dem Video reden, aber the show must go on. Ich möchte mit euch heute auch über Fußball reden. Und die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ist, wer kriegt denn jetzt die 10 von Luka Modric? Und die Frage werde ich nach meinem Wissen, nach meinem Erachten, nach meiner Meinung in diesem Video beantworten. Viel Spaß beim Video. Termino con a la Madrid y nada más, os quiero mucho. Chao. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. A la Madrid y nada más. Gracias. Das waren die letzten Worte von dem erfolgreichsten Trainer in der Geschichte von Real Madrid, Carlo Ancelotti. Und die Worte vom erfolgreichsten Spieler in der Geschichte von Real Madrid, Luka Modric. Hoch emotional. Und für diejenigen, die immer meckern, dass Real Madrid seinen Legenden keinen anständigen Abschied gewährt, würde ich vorschlagen, schaut euch die Abschiede an von Modric, von Ancelotti, letztes Jahr vom Toni Kroos. Unglaublich. Im Nachhinein gab es auch noch eine Fotosession mit Florentino Perez, mit allen Pokalen, die ganze Mannschaft stand da, eine Ehrenrunde durch Santiago Bernabéu etc. Und ich weiß, viele haben das anhand von Lucas Vázquez kritisiert. Und eine Sache wollte ich von vornherein nochmal klarstellen. Das Präsidium hat sowohl Luka Modric als auch Lucas Vázquez mitgeteilt, nächste Saison geht es nicht mehr weiter. Und Luka Modric hat dann von sich aus entschieden, ich möchte einen würdevollen Abschied im Santiago Bernabéu. Deshalb hat er das selber über sein Instagram, Twitter verkündet und daraufhin hat Real Madrid dann diesen Abschied organisiert. Ein Lucas Vázquez hat die Information auch, aber ein Lucas Vázquez wollte das nicht. Ein Lucas Vázquez hat das gemacht, was er in seinen 17 Jahren bei Real Madrid immer gemacht hat. Er war im Hintergrund, er hat seinen Job gemacht, er hat anderen die große Bühne gelassen und sich selber ein bisschen zurückgenommen. Und trotz alledem hat das Bernabéu in der 77. Minute Lucas Vázquez zu Füßen gelegen. Standing Ovations. Nach dem Spiel hat natürlich auch Lucas Vázquez seine Fotos bekommen, auch mit den 5 Champions League Pokalen. Also dieses Bild, als ich das gesehen habe, das hat mich so sehr gebrochen. Ein leeres Santiago Bernabéu. Wie viele Spieler auf dieser Welt können 5 Champions League Pokale vor sich aufstellen?
Naja, danach auch das Foto mit seiner Frau und Familie. Es hat mich sehr glücklich gemacht. Der Einzige, der so ein bisschen durch die Hintertür verschwunden ist, ist Jesus Vallejo. Aber ein Jesus Vallejo, naja, der hat auch seine Zeit, seinen Vertrag ausgesessen. Naja, ich wünsche sowohl einem Jesus Vallejo als einem Lucas Vázquez in ihrer zukünftigen Karriere alles Gute. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Die Spieler sehen ja nicht in Rente, sondern die setzen ihre Karriere woanders fort, wie das damals auch in Iker Casillas gemacht hat, in Cristiano Ronaldo. Deshalb gab es auch nie diese riesen Abschiedsfeier, weil die ja woanders hingewechselt sind. Bei Luka Modric weiß man es noch nicht. Und deshalb hat er diesen Abschied bekommen. Es kann ja sein, dass er seine Karriere beendet, wobei ich das persönlich nicht glaube. Ja, wie dem auch sei, hochemotional, Rotz und Wasser geheult. Carlo Ancelotti, Luka Modric, Lucas Vázquez, wie gesagt, den möchte ich in diesem Video nicht unerwähnt lassen und auch ein Jesus Vallejo. Vielen Dank für eine unglaubliche Zeit. Ihr wart Teil der besten Phase von Real Madrid, die ich je sehen durfte, die wahrscheinlich jeder Madridista je sehen durfte. 3 Champions League am Stück, 6 in 10 Jahren. Unglaublich, vielen Dank dafür. Ja, aber wie ich eben gesagt habe, gestern wurde auch noch Fußball gespielt und Real Madrid hat sich gegen Real Sociedad mit 2:0 durchgesetzt. Und Real Madrid hatte gestern ehrlich gesagt nur 1 oder 2 Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, es soll sich keiner verletzen. Das hat nicht so gut geklappt, denn ein Brahim musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Sobald es eine neue Info gibt, erfahrt ihr es von mir. Wir fragen uns natürlich alle, schafft er es zur Club-WM oder ist das neben Endrick der nächste Ausfall für dieses Turnier? Ja, und die zweite Aufgabe, die Real Madrid sich ein bisschen in den Kopf gesetzt hat, ist, Kylian Mbappé soll den goldenen Schuh gewinnen. Und Kylian Mbappé wurde gefragt, Kylian Mbappé hat geantwortet, beide Tore, 2 Tore gegen Real Sociedad. Er ist an Gyökeres vorbeigesprungen an den ersten Platz und heute der einzige Spieler, der ihn noch überholen kann, ist Mohamed Salah. Aber damit Mohamed Salah das heute machen kann, muss er 4 Tore machen. Sollte er einen Hattrick erzielen, hätte er die gleichen Punkte, die gleichen Tore wie ein Kylian Mbappé, aber da Kylian Mbappé weniger Minuten gespielt hat, würde trotzdem Kylian Mbappé gewinnen. Deshalb ein Mohamed Salah braucht 4 Tore. Ich drücke dem Ägypter natürlich die Daumen, dass der unverletzt aus der Saison kommt. Von mir aus kann der auch einen Hattrick schießen, aber da soll es aufhören. Ich gönne es natürlich Kylian Mbappé. Ja. Und Kylian Mbappé ist einer der 2 Protagonisten, über den ich jetzt reden möchte. Denn die Frage, die mir auf meinem Kanal mit Abstand am meisten gestellt wird, sei es auf Twitter, sei es auf YouTube, egal wo, wer übernimmt die 10 von Luka Modric? Und zunächst einmal eine persönliche Meinung. Mir ist die Zahl gar nicht so wichtig. Wenn ein Trainer früher zu mir gesagt hätte, Mario, du spielst zentral hinter den Spitzen, du verteilst das Spiel, musst aber dafür die 12 anziehen, hätte ich gesagt, her mit der Nummer. Oder wenn die andere Alternative gewesen wäre, du kriegst die 10, die Kapitänsbinde und alles, aber dafür sitzt du 80 Minuten auf der Bank. Natürlich hätte ich das nicht gemacht. Also, wie gesagt, eine Nummer ist mir persönlich nicht so wichtig, aber vielen von euch anscheinend schon. Für viele ist diese 10 ja magisch, hat eine Symbolkraft und viele von euch wollen wissen, wer kriegt die 10? Und meiner Meinung nach gibt es nur 2 ernsthafte Kandidaten. Ein Rodrigo ist meiner Meinung nach mit einem Fuß schon eher draußen als drin. Ein Jude Bellingham, der möchte in die Fußstapfen von Zinedine Zidane treten. Der hat die 5 von seinem Idol. Der wird da nicht von der Nummer wechseln. Und dann bleiben nur noch übrig Kylian Mbappé oder Arda Güler. Ja, unterhalten wir uns zunächst einmal über den Franzosen. Und es ist schwer, eine Superlative zu sagen, die über Kylian Mbappé noch nicht gesagt wurde. Kylian Mbappé ist gestern mal nebenbei zum 7. Mal am Stück Torschützenkönig seiner Liga geworden. Kylian Mbappé hat gestern Geschichte geschrieben. Er ist der erste Spieler in der Geschichte des Fußballs, der in den Top 5 Ligen von einer Liga in die andere wechselt und in beiden Ligen Torschützenkönig wird. Das gab es noch nie. Kylian Mbappé, alles was jetzt noch kommt, kennt ihr schon, Weltmeister mit Frankreich, bester Spieler, für viele der beste Fußballer dieses Planeten. Ein Kylian Mbappé hat in seiner ersten Saison bei Real Madrid bis jetzt 43 Tore geschossen.
Letzte Saison bei Paris hatte er 44. Und er kommt in ein neues Land. Die ersten 2-3 Monate hatte er große Probleme, wirklich bei Madrid anzukommen. Meine Theorie kennt ihr schon. Er hat sich in den ersten Monaten zu sehr zurückgenommen, weil er nicht dieses Problem schaffen wollte, von dem alle geredet haben. Kylian Mbappé wird die Kabine kaputt machen etc. Und irgendwann hat er diese Komplexe von sich abgeworfen und fing an, auf dem Fußballfeld abzuliefern. Der hat in seinen letzten 10 Spielen 14 Tore gemacht. Ein Kylian Mbappé ist sehr wahrscheinlich der beste Fußballer dieses Planeten. Ja, also das ist, was man über Kylian Mbappé sagen muss. Ne? Der bricht alle Rekorde und das, obwohl er gerade mal bei Madrid angekommen ist. Jetzt wartet mal ab, wenn er ein bisschen mehr bei Madrid ist, ein System gefunden wird, wo er seine Stärken noch besser zeigen kann. Denn sei mal ehrlich, Real Madrid hat ihn diese Saison nicht so oft in eine tolle Situation gebracht. Also ich hoffe, dass das unter Xabi Alonso nochmal eine ganz andere Hausnummer wird. Ja, und auf der anderen Seite Arda Güler. Ein Spieler, der, wie viele von euch wissen, wahrscheinlich mit meine größte Hoffnung für Real Madrid in den nächsten Jahren ist. Allerdings ein Spieler, der in den letzten 2 Jahren von Carlo Ancelotti 1,5 Jahre quasi auf die Bank gesetzt wurde. Ein Spieler, der sein Talent mit der Nationalmannschaft zeigen durfte, bei Real Madrid nicht. Das hat sich in den letzten Wochen geändert. Und in den letzten Wochen hat ein Arda Güler der ganzen Fußballwelt die Augen geöffnet. Viele schreiben mir jetzt, Mario, du hattest recht. Weil ich das schon seit über einem Jahr sage und es fühlt sich auch mal gut an, wenn das mal jemand sagt. Ja, Arda Güler ist ein Spieler, um den Xabi Alonso sein neues Real Madrid aufbauen wird. Da bin ich mir zu 100% sicher. Wenn dem nicht so wäre, wäre Real Madrid volle Pulle in den Florian Wirtz-Poker eingestiegen. Aber Real Madrid hat sich in den Poker um Florian Wirtz nie richtig eingemischt. Warum nicht? Weil sie volles Vertrauen in Arda Güler haben. Warum lässt ein Real Madrid einen Luka Modric ziehen, obwohl er am liebsten noch ein Jahr geblieben wäre? Weil Real Madrid volles Vertrauen in Arda Güler hat. Xabi Alonso wollte ihn letztes Jahr schon bei Leverkusen haben. Und das sagt nicht ich, das sagt ein Fabrizio Romano. Ein Fabrizio Romano stellt auch klar, dass ein Xabi Alonso Arda Güler liebt. Und wenn es um die Position hergeht, um den Spiellenker, Gestalter, derjenige, der die Standardsituation schießt, derjenige, der den letzten Pass spielt, dann ist Arda Güler viel mehr ein Zehner als ein Kylian Mbappé. Also, wenn es um die reine Position gehen würde und um das, was auf dem Spielfeld passiert, ist Arda Güler der Nachfolger von Luka Modric und Toni Kroos, ist Arda Güler die 10 von Real Madrid. Und wenn es um Trikotverkäufe gehen würde, ich glaube, da würde ein Arda Güler Trikot mit der 10 sich nicht schlechter verkaufen als ein Kylian Mbappé Real Madrid Trikot mit der 10. Also marketingtechnisch ist es Florentino Perez, glaube ich, auch egal, wer da die 10 bekommt. Ich glaube, beide Trikots würden sich unendlich oft verkaufen. Aber jetzt kommt meine persönliche Meinung. Zurzeit, Stand heute, ist Kylian Mbappé mit Vini Junior die Identifikationsfigur von Real Madrid. Der Spieler, der in der Kabine das meiste Ansehen genießt. Ein Arda Güler wird sich im Laufe der nächsten Jahre noch etwas beweisen müssen und ein Kylian Mbappé hat einfach mehr Standing bei der Institution Real Madrid. Deshalb glaube ich, dass ein Kylian Mbappé sich diese 10 nehmen wird. Es kann natürlich sein, dass ein Kylian Mbappé sagt, mit der 9 ist es gar nicht so schlecht gelaufen, die Nummer ist mir gar nicht so wichtig, soll ein anderer die haben, dann würde Arda Güler die meiner Meinung nach bekommen. Aber ein Fußballspieler ist heutzutage, ja, es ist ja nicht nur ein Mensch, es ist ja ein Business, das ist ja eine Firma. Und ich glaube, die Firma KM10 ist die Firma von Kylian Mbappé. Daher meine Meinung, das ist keine Ahnung, das sind keine Informationen, die ich habe. Meiner Meinung nach wird Kylian Mbappé sich die 10 nehmen und Arda Güler wird noch ein paar Jahre um seine Nummer warten müssen. Das ist meine Meinung. Macht damit, was ihr wollt. Ich hoffe, ihr erschlagt mich nicht.
Ich sage nicht, dass ich so entschieden hätte. Ich sage, dass ich glaube, dass das passieren wird. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Was sagt ihr zu den Abschieden von Carlo Ancelotti, Luka Modric, Lucas Vázquez und Jesus Vallejo? Was sagt ihr zur nächsten 10 von Real Madrid? Seht ihr das wie ich? Glaubt ihr auch, dass das Standing von Kylian Mbappé am Ende die Oberhand gewinnt? Oder glaubt ihr, dass Arda Güler unser neuer Zehner ist? Nicht nur auf dem Platz, denn das wird er meiner Meinung nach auf jeden Fall, sondern auch auf dem Rücken. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich bin immer noch auf der Jagd, der größte deutschsprachige Real Madrid-YouTuber zu werden. Und es fehlt mir nicht mehr viel. Ich bin fast da. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, würde ich mich riesig freuen. Wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. ¡A la Madrid!